5 am Tag, so viel Obst und Gemüse soll man essen. Ganz schön viel, oder? Ich habe dir in diesem Video 5 Tipps, wie das ganz einfach zu schaffen ist, ohne stundenlanges, aufwendiges Kochen. Selbst für Obst- und Gemüsemuffel und auch für Kinder, die vielleicht beim Apfel die Nase rümpfen und lieber zu Chips oder Schokolade greifen. Willkommen bei der Lifehackerin. Obst und Gemüse ist gesund. Soweit so klar. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, 5 Portionen pro Tag zu sich zu nehmen. Denn Obst und Gemüse senken das Risiko für verschiedene Erkrankungen. Mein Tipp Nummer 1 ist, die erste Portion direkt beim Frühstück zu sich zu nehmen. Wie wär's also mit einer Karotte oder einem Apfel zum Frühstück? Und wenn du morgens nicht an einer Karotte rumknabbern magst, dann mach daraus einen Smoothie. Ich verwende 2 Karotten, einen Apfel, eine Orange, etwas Ingwer sowie Wasser. Karotten schälen und in Stücke schneiden. Apfel waschen und entkernen, anschließend in Spalten schneiden. Die Orange ebenfalls schälen und die Schnitze auseinandernehmen. Dann noch etwas Ingwer schälen und klein schneiden. Alles in den Blender geben, noch etwas Wasser dazu und schön mixen. Wenn du keinen so leistungsstarken Blender hast, die Zutaten von Hand kleiner schneiden oder noch besser raffeln und dann mit einem Stabmixer pürieren. Den Smoothie in Gläser füllen und genießen. Lecker! Ein toller frischer Kick für den Start in den Tag. Und das Gute daran ist, du kannst das Obst und Gemüse komplett nach deinen Vorlieben kombinieren und so eigentlich auch jeden Tag eine neue Kreation erfinden. Und falls dir das zu aufwendig ist, dann kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 2 und unserem Kooperationspartner von diesem Video. Diese Box von 5 Reasons enthält 30 Portionen Obst- und Gemüsepulver und damit lassen sich ganz einfach Shakes zubereiten. 300 Milliliter Wasser, eine Portion Pulver, schütteln und fertig. Einfacher geht's nun wirklich nicht. Die Shakes sind direkt genussbereit. Und ich muss zugeben, ich war zu Beginn etwas skeptisch, aber die sind wirklich lecker und es gibt auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Das sind immer Mischungen. Hier zum Beispiel Ground Greens, da hat es drin Apfel, Banane, Ananas, Orange, Brokkoli, Grünkohl sowie Spirulina. Teilweise hat es auch Beeren drin oder zum Beispiel Chiasamen. Pro Portion sind es 200 bis 250 Gramm getrocknetes Obst oder Gemüse. Das heißt, damit haben wir also schon mal 2 Portionen Obst und Gemüse am Tag abgedeckt. Denn man sagt, eine Portion Obst und Gemüse ist so etwa eine Handvoll oder eben 100 bis 150 Gramm. Die 5 Reasons Produkte sind komplett aus Obst und Gemüse aus europäischem Anbau und haben keine Zusatzstoffe drin. Außerdem ist die Verpackung komplett kompostierbar. Ich gebe zu, ich liebe es, aus frischen Produkten zu kochen, aber wenn es mal schnell gehen muss oder zum Mitnehmen, ist das doch wirklich eine gute Alternative. Falls du zu denjenigen gehörst, die sagt, Smoothies und Shakes, das ist nicht so mein Ding, ich brauche etwas mit Biss, dann ist Tipp Nummer 3 speziell für dich, denn du kannst die Pulver auch brauchen zum Kochen und Backen, zum Beispiel für Pancakes. Ich verwende dazu eine reife Banane, Milch, feine Haferflocken, etwas Backpulver und eine Portion Frucht- und Gemüsepulver. Ich habe mich jetzt für Berry Jumble entschieden, da hat es zum Beispiel schwarze Johannisbeeren, Blaubeeren und Himbeeren drin. Banane schälen und in einer Schüssel zerdrücken. Milch und Haferflocken dazugeben, sowie Backpulver und das Fruchtpulver. Alles gut mischen und einige Minuten quellen lassen. Anschließend in einer Pfanne mit etwas Öl oder Butter ausbacken. Du kannst das Pulver übrigens auch einfach bei deinem Pancake-Rezept dazugeben oder allenfalls etwas weniger Mehl oder von den trockenen Zutaten dazugeben. Den Link zu 5 Reasons, dem Hersteller dieser Pulvermischung und dem Kooperationspartner von diesem Video findest du in der Videobeschreibung. Topping muss nicht zwingend sein, aber mit sieht einfach besser aus. Jetzt kosten wir das Ganze mal.
Kauen. Es hat jemand geschrieben, ich soll nicht mit vollem Mund sprechen. Also, ich habe runtergeschluckt. Es ist mega lecker. Ich liebe Pancakes sowieso, aber so mit diesem Fruchtpulver, dieser ganze Beerengeschmack ist da jetzt auch noch drin. Wirklich richtig gut. Selbstverständlich kannst du das Frucht- und Gemüsepulver auch weiterverarbeiten, zum Beispiel in Muffins oder unter dein Müsli mischen. Wunderbar. Und damit sind wir eigentlich dann gar nicht mehr weit weg von Tipp Nummer 4, denn aus Früchten kannst du natürlich leckere Desserts zaubern. Für das einfachste Eis der Welt schälst du sehr reife Bananen und schneidest sie in dicke Scheiben. Das Rezept ist also auch super, um Food Waste zu vermeiden, denn du kannst zu reife Bananen prima verwenden. Die Scheiben in einen Beutel oder Behälter geben und anschließend für ein paar Stunden oder auch über mehrere Wochen einfrieren. Die gefrorenen Bananen kannst du mit einem Mixer oder einem Blender verarbeiten. Zuerst wird es ganz krümelig, mit der Zeit bekommt es allerdings eine tolle cremige Konsistenz. Und schon hast du ein leckeres Eis oder eben einen Nice Cream, wie man sagt. Statt Banane kannst du auch Mango verwenden und du kannst das Eis auch noch mit gefrorenen Beeren ergänzen. Ich hätte das zuvor wirklich nicht gedacht, dass man nur aus einer Banane so ein leckeres Eis hinbekommt mit so einer cremigen Konsistenz. Das musst du unbedingt auch mal ausprobieren. Das Eis ist für jung und alt und bei den Jungen, also den Kindern, da ist es manchmal eine besondere Knacknuss, die für Obst und Gemüse zu begeistern. Da ist manchmal Chips oder Schokolade einfach verlockender, aber manchmal liegt es auch echt nur an der Aufmachung. Wenn mir einfach so ein Apfel oder eine geschälte Karotte hingelegt wird, naja, also besonders spannend sieht das nicht aus. Viel schöner wird es doch, wenn man den Apfel in Spalten schneidet und auch die Karotte in Stäbchen zerkleinert. So ist es schon viel mundgerechter. Und statt einfach so hinlegen, können wir sie in Strahlen anrichten. So hat das meine Mama früher für mich oft gemacht, wenn ich nachmittags von der Schule nach Hause gekommen bin. Das wirkt doch einfach schon viel einladender als der ganze Apfel und die Karotte, oder? Und es ist wirklich einfach. Du kannst verschiedenes Gemüse und Obst verwenden, du kannst daraus auch kleine Stücke schneiden und sie auf einen Schaschlikspieß aufspießen, dann bekommst du einen schönen Fruchtspieß, auch das sieht toll aus. Oder aus einer Salatgurke könntest du ein Krokodil schnitzen oder auch so eine Art Spirale. Dazu eine gewaschene Gurke halbieren, zwischen zwei Schaschlikspieße legen und mit dem Messer ganz oft einschneiden. Die Schaschlikspieße verhindern dabei, dass wir die Gurke durchschneiden. Am Schluss können wir das Ganze so zu einem Kreis drapieren. Das sieht super aus, oder? Das Auge isst ja bekanntlich mit und so kann man es auch Obst- und Gemüsemuffeln einfacher schmackhaft machen. Ganz grundsätzlich wird empfohlen, möglichst abwechslungsreich Obst und Gemüse zu konsumieren, das heißt unterschiedliche Sorten, mal roh, mal gekocht, mehr Gemüse als Obst. 5 Portionen am Tag wird empfohlen und eine Portion ist so etwa eine Handvoll. Aber statt dass du jetzt die Hände verwirrst und sagst, das schaffe ich sowieso nie, isst du lieber weniger als gar kein. Also lieber nur 2-3 Portionen am Tag statt gar kein Obst und Gemüse. Wie magst du dein Obst und Gemüse am liebsten und schaffst du 5 Portionen am Tag? Erzähl mir davon unten in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann, tschüss.